Du hast ein Ugreen NAS und möchtest Festplatten entsprechend erweitern oder auch tauschen, um deinen Speicherpool zu erweitern. Oder du hast sogar einen Festplattendefekt und fragst dich, wie du eine entsprechende Festplatte getauscht bekommst, ohne dass du Datenverlust hast. Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man entsprechend Festplatten tauscht, ob sie nun defekt sind oder ob ihr Speicher erweitern möchtet und wie man da am besten vorgeht. Und das sehen wir uns gemeinsam an. Interessiert am Thema? Dann bleibt dran, nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, im schlimmsten Fall tauscht man eine Festplatte nicht freiwillig, um den Speicher zu erweitern, sondern weil ein Defekt vorliegt und man eigentlich zum Handeln gezwungen ist. Aber keine Panik, unter bestimmten Voraussetzungen ist das alles problemlos möglich und lässt sich wieder herstellen. Welche Optionen es bei einem HDD-Defekt oder aber für die normale Speichererweiterung bei einem Ugreen NAS gibt, das schauen wir uns jetzt hier zusammen an. Ja, dazu habe ich einfach mal zwei Themenschwerpunkte definiert. Und zwar geht es einmal darum, den Austausch einer Festplatte bei einem Defekt. Und dann geht es natürlich darum, wie erweitert man eigentlich den Speicher. Einmal durch Hinzufügen von weiteren HDDs, sofern das möglich ist, oder aber durch das Ersetzen von HDDs mit größerer Kapazität. Ja, fangen wir einfach mal mit einem HDD-Defekt im Bestandssystem an. Super-GAU, ne? Heißt also, was jetzt? Und also hier ist die Möglichkeit, entsprechend die Festplatte, die defekt ist, durch eine andere HDD auszutauschen. Dazu gehören natürlich bestimmte Voraussetzungen. Also hier heißt es natürlich, Grundvoraussetzung ist, dass man hier benötigt oder eine entsprechende RAID-Konfiguration benötigt, die entsprechend Redundanz unterstützt. Heißt also, bei der Verwendung bis zu 2 HDDs wäre das ein RAID-1-System oder bei der Verwendung von 3 oder mehr HDDs mindestens ein RAID 5. Hier reichen die Basic oder JBOD oder auch RAID 0 Konfigurationen nicht aus. Wenn ihr so etwas gewählt habt, dann sind die Daten weg und müssen durch ein Backup wiederhergestellt werden. Aber kommen wir zurück, wir haben alles richtig gemacht, wir haben ein RAID 1 oder auch ein RAID 5 und wir wollen entsprechend eine defekte Festplatte tauschen. Dann können wir diese relativ problemlos tauschen mit einer Festplatte, die mindestens die gleiche Kapazität oder eine größere Kapazität hat. Ja, sofern du dann eine HDD mit größerer Kapazität einwechselst, gegen die defekte tauscht, verbleibt natürlich die Kapazität des bisherigen Speichers erstmal auf dem bisherigen Wert. Da wird nichts angepasst, ne? Weil es sind ja Bestands-HDDs noch da oder eine Bestands-HDD und auf diese Kapazität des Speicherpools oder beziehungsweise Gesamtkapazität der HDD wird entsprechend auch die neue HDD angepasst oder wird das System wiederhergestellt. Wenn du in diesem Zuge der Reparatur deinen Speicher erweitern willst, dann prüfe bitte die notwendigen Bedingungen dazu. Hier gibt es Abhängigkeiten, ob du 2 HDDs oder auch 3 HDDs verwendest oder auch mehr und natürlich welche RAID-Konfiguration da oder entsprechend verwendest. Ugreen bietet dazu einen RAID-Rechner, der ist relativ neu. Verlinke ich unten im Video, in der Videobeschreibung, wie man da hinkommt und bietet dazu auch umfangreiche Hilfeseiten an. Ja, also da solltet ihr dann vorher nochmal reinschauen. So, dann sind wir jetzt also hier auf unserem Ugreen NAS und jetzt öffnen wir den Speicher und hier sehen wir die Übersicht. 2 Festplatten drin, 2 habe ich rausgenommen. Wir können jetzt hier nochmal auf den Speicher gucken. Speicherpool 1, der ist normal, der Speicherpool ist relativ klein. Ich habe also hier nur auf einem Volume irgendwie 128 GB verwendet, weil ich das aktuell nicht mehr brauche. So, hier können wir uns nochmal angucken. Wir haben 2 Festplatten, Festplatte 1 und Festplatte 2, jeweils 3 Terabyte. Soweit erstmal alles in Ordnung. So, und jetzt geht das los. Jetzt simulieren wir einfach mal einen Festplattenausfall und das machen wir eigentlich dadurch, indem wir einfach mal jetzt wirklich eine Festplatte heiß ziehen. Ne? So, jetzt sind wir hier am Ugreen NAS und jetzt ziehen wir einfach mal eine Festplatte und ich fange jetzt einfach mal mit der 1 an. Öffnen und zack, rausziehen. Ne? So, und da sehen wir haben ein Problem. Ne? Also Festplatte 1 wurde herausgezogen, Speicherpool 1 degradiert, Volume 1 degradiert und so weiter und so fort. Festplatte
nur noch Festplatte 2 vorhanden. Heißt also, wir haben hier quasi einen Fehler simuliert. So, das sehen wir auch hier. Ne? Gefährlich, Status des Speichersystems, Volume 1, Degradationsmodus. Bitte beheben Sie die Fehler, Speicherpool 1, bla 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 und so weiter und so fort. Ja, was tun wir jetzt? Wir müssen jetzt da fängt es jetzt auch an zu piepen, wir müssen jetzt eine zusätzliche Festplatte wieder einbauen und ich nehme jetzt einfach eine von meinen Spare-Festplatten, in Anführungszeichen. Das ist auch eine 3 Terabyte Platte, also so eine, wie wir vorher drin hatten. Ich habe keine größeren, aber das soll ja in dem Moment jetzt erstmal ausreichen, um entsprechend hier zu reagieren. So, und ich entnehme jetzt hier die Festplatte 1, die ich ursprünglich hier drin hatte. Ich lege die jetzt einfach mal hier hin und nehme hier eine andere Festplatte. Die hat jetzt hier den Laufwerksschacht 3, das macht aber jetzt in dem Moment nichts. Und packe die einfach hier rein, reinschieben, verriegeln und erstmal fertig. So, und jetzt kommen wir hier an den Punkt, dass hier wieder eine Festplatte eingesteckt wurde. Ne? Also er hat jetzt hier entsprechend erkannt, dass Festplatten vorhanden sind. Wir klicken das mal eben hier weg. So, und sagen hier, wir gehen nicht auf Speicher, auf die Festplatten, genau. So, und da sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt Festplatte 1 und die ist nicht verwendet, Speicherpool 1. Und wir können jetzt hier hingehen, auf diese 3 Punkte und können sagen, ich möchte die verwenden. So, und jetzt sagt er mir, wofür kann ich die verwenden? Ich kann für den Speicherpool reparieren oder für einen Speicherpool erstellen. Ich will die natürlich für den Speicherpool reparieren. So, also klicke ich da drauf. So, jetzt sagt er mir, welchen Speicherpool will ich denn reparieren? Den 1. So, gehe ich auf Weiter. Festplatte auswählen ist die Festplatte 1. Eine andere habe ich hier nicht. Ne? Also Festplatte 1 auswählen. Und er sagt mir schon hier, ne, das dauert 20 Stunden und 14 Minuten. Ist halt so. Ja, so, gehe ich auf Weiter. Und er sagt mir, möchten Sie mit der Einrichtung fortfahren? Heißt also Formatieren der Festplatte? Ja, möchte ich. Und jetzt muss ich hier mein Passwort eingeben. So, dann füge ich jetzt hier mein Passwort ein. Sage Bestätigen. Erfolgreich. Und jetzt geht das los. Ne? So, wir sind beim Speicher. Und jetzt sehen wir hier, Speicherpool 1 wird repariert. Geschätzte verbleibende Zeit, es dauert. So, bei der Übersicht sehen wir auch, eigentlich alles wieder in Ordnung. Aber wie gesagt, der Speicherpool wird jetzt repariert und das dauert jetzt im Zweifelsfall etwas länger. So, jetzt hat es etwas gedauert, bis die geschätzte verbleibende Zeit hier angezeigt wird. Wir sehen also, der braucht ungefähr 5 Stunden und 40 Minuten. Er arbeitet an der Reparatur. Man sieht es auch hier oben, ne, am Aufgabenzentrum. Und dann geben wir ihm einfach die Zeit und dann schauen wir nachher, wenn das Thema erledigt ist oder beziehungsweise wenn der Speicherpool repariert ist, dann gehen wir zum nächsten Punkt. So, ja, die Reparatur unseres Speicherpools ist abgeschlossen, Stunden später. Ja gut, dauert halt einfach, ne? Wenn man, je größer die Festplatte wird, desto länger dauert das halt. Die ist aber jetzt durch, ne? Also hier ist alles wieder normal. Hier ist auch nichts mehr zu sehen, dass irgendwelche Reparaturen anstehen. Man kann das natürlich, wir haben ja einen Defekt simuliert, indem wir einfach die Festplatte gezogen haben. Man kann das Ganze natürlich auch eleganter machen, wenn die Festplatte eben nicht defekt ist, sondern man möchte die einfach nur tauschen, damit man eine größere einbauen kann. Dann geht man natürlich hier auf die Festplatte im Speichermanager, geht auf die einzelne Festplatte, egal ob die 1 oder die 2. Und hier bei den 3 Punkten, da gibt es die Möglichkeit deaktivieren. Und damit wird die Festplatte dann schonender, in Anführungszeichen, aus dem Verbund herausgelöst. Aber wir sind ja jetzt mit dem Thema erstmal durch. Ja, kommen wir zum Thema Erweitern des Speichers durch Hinzufügen von HDDs. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, also einen bestehenden Speicherpool zum Beispiel zu erweitern. Hier muss die neue Festplatte also mindestens die gleiche oder aber eine höhere Kapazität haben, wie die im Speicherpool schon vorhandenen HDDs. Und hier muss man auch vorsichtig sein oder beziehungsweise hier muss man darauf achten. Es kann sein, dass hier unter Umständen auch die RAID-Konfiguration geändert werden muss. Das heißt also, wenn ihr oder wenn du zum Beispiel ein 4-Bay NAS bislang mit 2x3 Terabyte HDDs betrieben hast und hast eine RAID 1 Konfiguration,
entsprechend gemacht. Dann muss für die Erweiterung mit einer zusätzlichen HDD das RAID von 1 auf RAID 5 entsprechend gewechselt werden. Das bietet Ugreen an, schauen wir uns nachher auch nochmal im Live-Thema an, aber nur, wie gesagt, nur, dass man es schon mal weiß. Anders sieht es aus, wenn einfach ein weiterer Speicherpool angelegt wird, der nicht mit den bisherigen vorhandenen Speicherpools in irgendeiner Form in Verbindung steht. Dann kann die Kapazität der neuen Festplatte oder der hinzuzufügenden Festplatte frei gewählt werden. Diese kann dann auch kleiner sein als die vorhandenen HDDs oder aber auch größer, wie ihr das gerade braucht. Das Ganze kann dann natürlich auch mit einer eigenen RAID-Konfiguration, heißt also entweder Basic, JBOD oder aber auch RAID 0 gemacht werden, wenn ihr wirklich nur eine Festplatte entsprechend nutzen wollt. So, kommen wir nun zu dem Punkt, dass wir gerne unseren Speicher, den wir hier haben, bestehend aus zwei Festplatten, der Festplatte 1 und Festplatte 2, können wir uns ja hier angucken, der Speicherpool, da ist er, Volume 1. Wir möchten diesen Speicherpool jetzt entsprechend von 2,7 Terabyte, die wir hier zur Verfügung haben, erweitern mit einer zusätzlichen HDD. So, und dazu nehmen wir jetzt hier eine HDD, nämlich 3 Terabyte, und die packe ich jetzt einfach hier in den nächstbesten Schacht hinein, stecke die einfach rein, zack, verriegel die und dann werden wir entsprechend den Speicher erweitern. So, jetzt sehen wir nämlich hier Speicherdienst, Festplatte 3 wurde eingesteckt, Speicherdienst, System 1 und so weiter und so fort. So, wir gehen jetzt hier auf Festplatten, sehen jetzt 1, 2, 3 Festplatten, alle drei die gleiche Größe und die Festplatte 3 wäre jetzt die, die wir unserem Speicherpool hinzufügen wollen. Und dann machen wir Folgendes, wir gehen hier auf Verwenden und wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu sagen Speicherpool erstellen, Hotspare, RAID-Typ ändern und die folgenden Festplatten im Speicherpool austauschen. So, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich, wir müssen den RAID-Typ ändern. Wir müssen von RAID 1 auf RAID 5, weil wir haben ja jetzt mehr als 2 Festplatten. So, also sagen wir den Speicherpool 1 weiter und wir möchten ändern von RAID 1 auf RAID 5. Das macht Ugreen hier eigentlich ganz pfiffig. So, jetzt sagen wir hier ändern. So, Festplatte auswählen, N-1, Festplatte auswählen, 20 Stunden, 14 Minuten. Na, hoffen wir mal, dass es nicht ganz so lange dauert, aber wir sagen jetzt übernehmen und sagen formatieren. Und jetzt müssen wir hier nochmal das Passwort eingeben. So, Passwort eingegeben, bestätigen. So, erfolgreich angewendet. Jetzt gucken wir mal, was sagt er bei Speicher. Aktuell sind wir immer noch bei 2,7 Terabyte. Ja, ist so. Und jetzt wird hier wieder formatiert. Aber wir sehen schon, wir sind hier schon, hat er umgestellt von RAID 1 auf RAID 5. So, in der Zwischenzeit, wo jetzt hier unser Speicherpool 1 entsprechend wiederhergestellt wird, können wir jetzt natürlich das andere Szenario uns ansehen. Und zwar, wenn wir jetzt eine kleinere Festplatte für einen separaten Speicherpool einfügen wollen. Das können wir hier noch machen. Wir haben ja noch einen Schacht jetzt in unserem 4-Bay-Nest noch frei. Da habe ich jetzt natürlich nur die Möglichkeit, den kann ich jetzt natürlich nicht mit irgendeinem Redundanzthema hier ausstatten, weil ich natürlich nur eine einzige Festplatte jetzt noch zur Verfügung habe und die kann ich dann halt nur entweder in Basic, JBOD oder ähnliches anlegen. Aber wir können das einfach mal probieren. Wir werden jetzt gleich erstmal eine andere Festplatte noch hinzufügen. So, und dazu nehmen wir jetzt hier unsere 2 Terabyte Festplatte und die werden wir jetzt auch hier einfach in den letzten Schacht noch einbringen. Hinein. Verriegeln, fertig. So, jetzt sehen wir auch hier, dass eine 4. Festplatte eingesteckt wurde und dass das System eine ungenutzte Festplatte erkannt hat. So, jetzt haben wir eine Festplatte, jetzt schauen wir uns die Festplatten mal an. Jetzt sehen wir hier, wir haben eine Festplatte 4 hinzugefügt und die hat hier 1,8 Terabyte.
So, mit diesen 1,8 Terabyte gehe ich jetzt her und sage Verwenden. Und hier gibt er mir jetzt nur die Möglichkeit, Speicherpool erstellen. Ist auch klar, die Festplatte ist kleiner, die kann ich nicht in einen bestehenden Speicherpool einfügen. Na, so, also kann ich die für einen Speicherpool verwenden. Hier kann man noch mit externen Speicher und internen Speicher konvertieren, aber das wird jetzt hier einfach zu weit führen. Also wir sagen einfach nur Speicherpool erstellen. So, und jetzt haben wir hier, ne, wie gesagt, sieht man das, 1,8 Terabyte, Festplatte 4. Und jetzt kann ich hier den RAID-Typ anwenden, nicht auswählen oder anwenden. Ne? Auswenden ist blöd. So, dann sagen wir einfach jetzt, wir machen hier Basic. Erst die Festplatte auswählen, dann empfiehlt er hier Basic. Und das machen wir auch. Machen wir weiter. Zugewiesen, Volume 2. Ja gut, jetzt kann man sagen, ich möchte da mehrere Volumes machen, dann mache ich hier weniger, dann mache ich das erstmal klein. Größer machen kann ich immer noch, verkleinern ist im Zweifelsfall etwas schwierig. So, also sagen wir hier, weiß ich nicht, machen wir 129,3, völlig egal. Jetzt können wir hier noch das Dateisystem auswählen, ext4 oder BTRFS. Wir machen BTRFS und sagen dann weiter. So, und jetzt zeigt er uns das nochmal an, was wir ausgewählt haben. Ne? Also wir haben die Festplatte hier, RAID-Typ, Basic, und wir haben das Volume, was wir erstellen möchten. Und sage einfach erstellen. Und jetzt geht das hier auch weiter mit Formatieren. So, das muss ich jetzt das Ganze muss ich jetzt wieder hier einfügen. Muss ich mein Passwort wieder eingeben. So, habe ich bestätigt. Und jetzt ist der Speicherpool 2 erstellt. So, der ist jetzt quasi auch soweit fertig. Ja, der läuft hier auch unter Normal, Basic, Festplatte 4, 1,8 Terabyte. Hier muss jetzt nichts großartig gemacht werden. Ich gehe mal davon aus, dass eine Formatierung vielleicht noch im Hintergrund läuft, wenn die 129 Gig nicht direkt schon formatiert worden sind hier. Und unser Speicherpool 1, der läuft noch, ne, mit 0,2%, Umstellung auf RAID und Festplatte integrieren. Der sagt, er braucht einen Tag und 11 Stunden. Also dauert ein bisschen. So, das Ganze hat jetzt rund 1,5 Tage gedauert, bis wir die dritte Festplatte auch in den entsprechenden Speicherpool eingebunden haben. Und wir können uns das jetzt hier ansehen. Wir sehen hier also den Speicherpool 1. Wie gerade schon gesagt, der hat jetzt das RAID 5 und die zugehörigen Festplatten sind hier die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Und die Kapazität ist jetzt hier auf 5,4 Terabyte entsprechend angewachsen. Beim Speicherpool 2 hat sich natürlich nichts verändert. Der läuft immer noch für sich alleine mit der einzelnen Festplatte, unabhängig von den anderen dreien. Und das ist dann auch erstmal soweit okay. Also hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und damit bin ich auch durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig geholfen bei euren Fragestellungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen rauf, hilft mir, hilft dem Kanal. Abonnieren ist wie immer kostenlos. Wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn ich hier auf dem Kanal etwas Neues mache. Bei Anregungen, Fragen oder Kommentaren, bitte nutzt die Kommentarfelder unter dem Video. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Und damit bleibt mir eigentlich nur, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.